Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute möchte ich euch wieder ein Luftgewehr vorstellen aus dem Hause Diana. Und zwar habe ich hier für euch die 240 Classic im Set. Los geht's! Die Diana 240 Classic ist 103 cm lang, hat einen 42 cm langen Lauf und ein Gewicht von 2600 Gramm. Wir haben hier einen klassischen Schaft verbaut, der ohne Fischhaut und ohne Schaftbacke daherkommt und eine Plastikschaftkappe aufweist. Der Abzug ist aus Metall und hat eine automatische Sicherung, wie man sie schon von Diana kennt. Und das Schöne an dem Gewehr ist, es ist made in Germany. Das merkt man auch an der Qualität, wenn man es schießt, aber dazu später mehr. Wir gucken es uns jetzt erstmal aus der Nähe an. Am Lauf vorne seht ihr das Korn mit der Mikrometervisierung, das auch bei sehr schlechten Lichtverhältnissen einen guten Kontrast zum Ziel bietet. Den 42 cm langen Lauf. Die Mikrometervisierung hier mit einem Fiberglas grün abgesetzt, natürlich voll einstellbar. Den Buchenholzschaft, schlicht, aber schön. Den Metallabzug. Hier der Hinterschaft, der ohne Schaftbacke daherkommt, ist aber somit für Links- und für Rechtshänder geeignet. Die Kunststoffschaftkappe. Die automatische Sicherung, die vor jedem Schuss zu entriegeln ist. Rot ist Fire, weißes S heißt Safe. Die gefräste 11 mm Prismenschiene. Das Herstellungsland und Jahr 2017 in Deutschland. Obendrauf sieht man noch ein bisschen durch das Zielfernrohr versteckt das Diana Logo. Und hier, was ich sehr wichtig finde, neben dem Kaliber 4.5.177 das Made in Germany. Und vorne haben wir noch die Seriennummer. Das Zielfernrohr hat ein 4er Absehen, ist ein Bullseye 4x32, im Lieferumfang hier in diesem Set enthalten, genauso wie die Montage. Für Schrothülsen, für Entenkästen und größere Zielscheiben reicht es 4x32 auch bei einer Entfernung von 10 Meter auf jeden Fall aus. Ich habe gesagt, ich zeige euch mal den Schusstest und dann sehen wir einfach mal, was das kleine Gewehrchen alles drauf hat. Viel Spaß! Wir kommen zum Schusstest der Diana 240. Ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, ich werde dem Gewehr gerecht. Ich habe gerade schon eine Proberunde geschossen und es macht unglaublich viel Spaß. Los geht's! Und hier sind wir beim Schussergebnis der Diana 240. Ihr seht knapp über 1 cm, 1,1 cm. Das ist ein hervorragender Wert. Ich muss allerdings gestehen, ich habe ein anderes Zielfernrohr verwendet. Das Problem bei dem 4x32 war, dass der kleine blaue Punkt aus 11,5 Meter Entfernung praktisch nicht zu sehen war. Da kann man größere Ziele definitiv mit anvisieren, kann Entenkästen beschießen und so weiter, Schrotpatronen. Aber ein Punkt, der 1 mm groß ist, das ist ein bisschen, trotz guter Augen, ein bisschen zu viel. Somit kann man auch ein wirklich realistisches Ergebnis der Diana 240 zeigen. Sonst hätte man irgendwas beim Streukreis von 3 cm gehabt und das wäre dem Gewehr absolut unfair gewesen. Es schießt sich wirklich klasse. Hier seht ihr das Ergebnis 1,1 cm. Das ist echt top. Der Riesenvorteil des Gewehrs ist das Verhältnis von Kraft zu Masse. Also wir haben hier, ihr seht es gleich im Kronitest, ein Gewehr, das wirklich seine 7,5 Joule sehr gut ausreizt. Und bei einem Gewicht von 2600 Gramm kommt ein ganz, ganz sanfter Prellschlag dann wirklich nur beim Schützen an. Das ist absolut klasse, macht riesen Spaß und ihr seht es am Ergebnis. Ich bin wirklich mehr als positiv überrascht. Dass der Test heute so ausfallen würde, so positiv hätte ich nicht gedacht. Gerade habe ich die fast perfekte Ausnutzung der 7,5 Joule erwähnt. Das schauen wir uns jetzt einfach mal beim Kronitest an. Viel Spaß! Jetzt sind wir beim Kronitest der Diana 240. Legen wir einfach mal los.
Kommen wir zum Fazit über die Diana 240 Classic. Eigentlich wollte ich als Fazit anfangen, dass ich das Gewehr jedem Einsteiger empfehlen würde. Dem ist auch so. Aber ergänzend muss ich hinzufügen, jeder, der ein leichtes, handliches Gewehr sucht, das wirklich die 7,5 Joule ausreizt, dass man super Open Sight schießen kann, mit einer tollen, kontrastreichen Visierung, oder für jeden, der einfach ein bisschen blinken will, Stehen-Sessions machen will, ohne dass einem gleich die Arme runterfallen, hier habt ihr euer Gewehr. Wir haben hier einen absolut moderaten, ich würde in meinen Kategorien, ich erwähne es ja immer, leicht, mittel oder heavy Prellschlag, auf jeden Fall unter leichte Prellschläge. So einen sanften Prellschlag kenne ich sonst nur von der Walther LGU Warmint oder von meiner Weihrauch HB30S. Alle anderen Gewehre, die ich bisher ausgetestet habe, haben out of the box einen höheren Prellschlag, definitiv. Da sind wir jetzt aktuell in den Top 3. Was dem Gewehr auch absolut gut tut, ist die Herstellung Made in Germany. Wir haben hier keine großen optischen Besonderheiten, aber gerade das Schlichte und die Top-Verarbeitung, das absolut schöne Spannen, machen das Gewehr zu einer wirklichen Empfehlung. Jeder, der das Geld in die Hand nehmen kann, sollte sich das Gewehr einfach mal genauer anschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in den Kommentaren posten. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich danke euch für die Zeit, die ihr euch wieder genommen habt, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, servus, sagt der Gandhi.